Hi Leute, willkommen zu Dran gebaut, ihr Lab- und Bastelwütchen oder ich hoffe demnächst Lab- und Bastelwütchen. Heute, wie versprochen, gibt es mal wieder eine Waffe. Ne? Da gucken wir jetzt mal, und zwar hatte ich mir überlegt, ob wir mal einen einfachen Streitkolben bauen. Da es ja langsam wieder auf die Großkons zugeht, ist das vielleicht ja nicht mal so eine schlechte Idee, mal wieder eine zivilisierte Waffe zu bauen, ne? Aus zivilisierteren Zeiten. Dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch wieder. Bleibt dran, wir sehen uns. So, dann fangen wir mal an. Was brauchen wir für das Ganze? 10x12 Kernstab, also 10x12 mm. Das waren 1,50 Meter, den habe ich jetzt auf 2 gekürzt, also 2x75 circa, weil ich 2 Streitkolben mache. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, das geht ja selten vor, aber so allmählich kriege ich wieder hin. Dann habe ich von den Kernstäben 2 Teile geschnitten. Die kommen dann hier an die Enden geklebt. Ein bisschen Lederreste für den Spitzenschutz auf beiden Seiten. Und dann werden wir das Ganze dann wickeln. Also das ist wie üblich. Der ein oder andere kennt das ja schon. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das nochmal zeigen soll, aber wie gesagt, also das Übliche. Runden Kernstabschutz, einmal wickeln. Das letzte Stück mache ich dann immer mit Pattex. Also hier so, ich sag jetzt mal so, immer die Breite hier von meinem Universalwerkzeug, dem Schleifstein. Da mache ich dann immer hier so eine Linie drauf am Ende. Wie gesagt, könnt ihr dann gucken, ob er mit Pattex klebt oder mit Heißkleber. Das überlasse ich dann euch. Tun wir das erstmal auf Seite. Wie gesagt, das ist so das Übliche. Kennt ihr ja schon, hoffe ich. Auf jeden Fall der ein oder andere, der meinen Kanal regelmäßig schaut. So, tun wir das mal eben auf Seite. Ich kann mir so hinlegen. So. Das brauchen wir dann auch nicht mehr. Dann, was braucht man noch? Dann brauchen wir ein bisschen Zehnermatte. Da habe ich jetzt quasi mir einfach 2 Schablonen gemacht aus Pappe. Das hier, das wird so ungefähr die, ich sage jetzt mal die klassische Form. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt ein bisschen dick wird. Ich mache das dann mit 6 Stück. Da habe ich auch aus Zehnermatte 6 Stück ausgeschnitten. Also wenn ihr da irgendwie Anregungen braucht, guckt einfach mal im Internet bei Google, weil er da so an Formen findet. Und wenn er irgendwas findet, ja, dann macht er einfach eine Schablone von und dann, wie gesagt, macht nur 6 Stück, mache ich immer. Das hat sich eigentlich gut bewährt. Kann man natürlich auch mit 5 oder mit mehr machen. Hängt davon immer ab, wie dick der Kopf wird. Aber 6 ist eigentlich eine gute Menge. Ja, dann klassische Heißkleber oder Pattex, je nachdem. Ich mische ja immer schon mal so beides, je nachdem, wie es mir am besten passt. Bisschen Schmirgelpapier, Cutterklinge bzw. Cuttermesser, Schleifklotz, wenn ihr einen habt. Also so das Übliche, was man halt zum Waffenbauen braucht. So ein Geodreieck, je nachdem, und noch ein Maßband, hängt jetzt davon ab. So, dann haben wir hier schon mal so ein paar Vorbereitungen gemacht. Dann brauchen wir noch ein bisschen Dreiermatte nachher für den Metallbeschlag zu machen. Und ein bisschen Bleiband, aber das brauchen wir später dann. So, hier habe ich schon mal vorbereitet. Wie gesagt, ich bin diesmal ein bisschen besser vorbereitet wie sonst. Jetzt schneide ich hier noch ein bisschen ab, bis zum Leder, dass man das hier sehen kann. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Ich taste mich da immer so ein bisschen ran. So, auf Seite. Dann tun wir das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen rund machen. Haben wir das Ganze jetzt. Sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Ist nicht so hundertprozentig rund, aber passt schon. So, dann fangen wir mal an. Dann brauchen wir noch, wenn er mit den schwarzen Matten arbeitet, nehmt am besten einen weißen Edding. Jetzt gucke ich mal. Wir nehmen am besten hier die Schablone. Ne, das ist nicht die. Das ist die. Sollte man vielleicht dann auch die richtige nehmen, obwohl ich muss jetzt erstmal gucken, ob das hier oben alles richtig gerade ist. Andererseits ist das auch nicht schlimm. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir nehmen jetzt einfach hier, machen hier eine Linie
Ich hoffe, dass das Ganze auch halbwegs gerade dann wird. Das sehen wir jetzt gleich. Ja, sieht gut aus. Also seht ihr, ich habe hier oben das Ganze nämlich nicht so ganz gerade abgeschnitten. Ne? Kann man vielleicht sehen. Jetzt habt ihr das hier soweit gerade. Dann kann man nämlich hingehen. Ups, hier die Schablone. Wir machen jetzt einfach erstmal so die ganz einfache Version. Nehmen wir die Schablone hier und da. Und dann machen wir hier so ein paar Linien. So, das klappt doch schon mal ganz gut. So, haben wir zwischen noch so eine kleine Linie. Dann kann man das nämlich hier so richtig schön verbinden. Ja. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt haben wir ja quasi hier die Matten. Die sind ja 10 mm. Jetzt nehme ich mir einfach mal gucken, ein Kernstabstück. Haben wir noch ein bisschen was längeres wie das. Ja, das ist doch hier super. Ja. Dann nimmt er das einfach. Das ist jetzt quasi, jetzt gucken, für die ersten 2 Dinger. Das ist am wichtigsten. So. Jetzt haben wir quasi das Teil. Dann nimmt er hier oben die 2 Linien. Dann führt das einmal hier so rüber. Dann habt ihr quasi hier die Linien. Ja? Dann habt ihr für hier nämlich die Dinger auch. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das richtig drauf lege. Nach Möglichkeit gucken, ob das doch gerade ist. Das ist nämlich immer so ein bisschen, ein bisschen gucken. Durch die Rundungen ist das immer so ein bisschen blöd, aber das geht. Die ersten 2 Dinger, die sind dann immer am wichtigsten. Der Rest ist dann nicht ganz so wichtig. So, jetzt haben wir hier die 2 Linien und da. Dann brauchen wir 2 hiervon. Jetzt mal gucken, habe ich irgendwo wieder einen Pinsel oder so was liegen. Den nehmen wir nicht. Oder nehmen wir den? Ach, ich weiß nicht, nehmen wir den. Oder einen alten. Ach, wir nehmen wieder einen alten Pinsel. So, schneiden wir einfach mal wieder so ein bisschen den Pattex runter. Für so Sachen, wie gesagt, sind die alten Pinsel immer richtig gut. Die müsst ihr dann nicht immer direkt wegschmeißen beim ersten Mal. Die kann man dann immer noch mal ein paar Mal benutzen. Müssen wir halt immer den alten Pattex wieder ein bisschen runterschneiden, dass das wieder so ein bisschen flexibel ist und dann kann man das gut machen. So. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. So, dann aber nur hier an den Kanten machen, ne? Also hier auf der Seite nicht, weil da wird ja dann angeklebt. Das ist dann nicht so clever, wenn er das dann da wegschneidet. In der Zwischenzeit ist der Pattex auch ein bisschen angetrocknet. Wie ihr seht, das ist relativ dünn, weil ich hier so die Kante wegschneide. Und das ist dann halt damit an den Kanten der Latex oder Flexipin nicht so schnell einreißen kann. So scharfe Kanten macht das Zeug, vor allem den Latex nämlich nicht. Das sind immer so eingebaute Sollbruchstellen, so scharfe Kanten, wenn er mit Latex arbeitet. Flexipaint bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das da ist, aber zur Sicherheit mache ich das halt auch bei Flexipaint, wenn ich benutze. So rein sicherheitshalber. So, mal gucken, wie sieht das aus. Ja, fühlt sich gut an. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir da auch auf die richtige
Seite kleben. Das längere Stück mache ich unten, das kürzere oben. Ja, gut andrücken. So. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Das dann auch gut andrücken. Ja, wie ihr seht, das geht eigentlich immer relativ gut. Auch mit Pattex. Heißkleber könnt ihr natürlich auch nehmen. Nur da müsst ihr mal halt so ein bisschen aufpassen, dass euch die Finger nicht verkokelt. So, dann nehmen wir wieder das Kernstabstück, wenn ihr es habt. Ne? Da mache ich jetzt so grob nach Augenmaß. Mal gucken, wie wir das machen. So ungefähr. Könnt das natürlich dann auch ausmessen, aber ich mache das immer so grob nach Augenmaß. Also so ungefähr, ich sag jetzt mal so eine Kernstabbbreite dann immer so. Das kommt dann ungefähr immer hin. Ungefähr, Pi mal Daumen. So, dann muss man mal gucken. Ich muss ja eigentlich noch die zwei, aber das macht man wie jetzt gerade auch. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. Bei dem Teil muss ich immer ein bisschen aufpassen. Da ist hier immer so eine komische Kante dran, so eine glatte. Die mag ich irgendwie nicht so, die schneide ich immer weg. Die ist irgendwie nicht so meins. Ja, dann haben wir die Teile. Bei dem Teil hier weiß ich noch nicht. Da könnte man theoretisch auch irgendwas draufsetzen noch. Habe ich hier noch irgendwas rumfliegen, was man brauchen könnte. Hier haben wir noch eine 10er Matte liegen. Ne, ich glaube so eine 16er. Könnte man eigentlich für oben und unten nehmen. Bin jetzt noch ganz schlüssig. Mal gucken. Schneiden wir mal hier zwei so Dinger ab. Ein bisschen knapp werden, aber ich glaube passt. So, bei dem einen hier müssen wir mal gucken, ob man das hier irgendwie. Wie dick ist das Ding? Ja, das passt ungefähr. Müssen wir mal gucken. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Gummi-Vaseline-Döschen, was wir da für die Trennsachen genutzt haben. Nehme ich einfach einen Kugelschreiber. Und dann mache ich hier unten einfach immer rund. Diese ganz runde sind nicht geworden, aber ist jetzt nicht so schlimm. Einfach mal hier so einmal rund schnippeln. Das klappt ganz gut. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide. Wie gesagt, jetzt bin ich natürlich noch am Überlegen, ob ich das hier so mache. Dann kommt man theoretisch hier so in die Rille. Kommt man noch irgendwie so Abgüsse rein, so was Schmaleres, so als Zierde so ein bisschen. Vielleicht, na, ich weiß nicht, ob das passt, aber machen kann man ja mal. Wir machen das einfach mal. So, irgendwie sieht das hier alles wieder total durcheinander aus, aber das ist halt, wenn man baut, ne, sieht das immer so ein bisschen wüst aus.
So. Hier oben ist zwar noch ein bisschen schiefer, oder das ist jetzt, ja, kleben das jetzt einfach hier mal drauf. Wie gesagt, kann man natürlich auch noch mit der Wasserware dran gehen und ne, Winkel messen, alles. Ich mache das jetzt einfach mal so Augenmaß. Wie gesagt, das liegt dann an euch. Das, was ich jetzt noch mache, das ist jetzt mehr so für die Optik, sage ich jetzt mal. Muss man nicht machen, kann man, wenn man dann was hübscher machen will. Da braucht ihr auch wieder nicht so dick drauf machen. So, den Heißkleber machen wir erstmal aus. Wir müssen aber auch noch was gucken. Und zwar, die zweite machen wir hier so zum Trocknen hin. Wir brauchen ja noch ein bisschen Bleiband an den Griff. Ne? Schauen, bevor ich richtig andrücke, ob das ungefähr überall derselbe Abstand ist. Vielleicht mache ich da auch nichts dran. Also jetzt so überlegungstechnisch bin ich echt am Überlegen, ob ich hier noch so irgendwas einfasse. Mal gucken, ob ich mache. So, jetzt hier oben noch drauf. Ja, hier sieht das gut aus. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen das machen sollen. Ja, das ist, wenn man so ein bisschen am Wachsen ist. Aber wie gesagt, kriegt man auch alles hin. Schneiden wir hier einfach so ein bisschen bei. Ein bisschen noch schleifen danach. Ja. So ein paar Stellen, wo wir hier noch ein bisschen nacharbeiten müssen, aber so im Großen und Ganzen sieht das schon ja nicht so schlecht aus. Dann geht es mal weiter. Ich habe an dem zweiten jetzt auch schon ein bisschen weiter gemacht. Der ist schon sogar ein bisschen weiter wie der erste. Ich bin jetzt hingegangen, habe hier schon mal Bleiband dran gemacht und auch schon mal die Nieten. Hier werde ich statt mit dem Lötkolben hier so ein bisschen wie so Bänder machen. Hier oben, mal gucken, können wir eigentlich jetzt schon machen. Dann kann das nämlich schon mal ein bisschen antrocknen. Dann brauchen wir wieder die Schere wieder. Oben will ich so einen Dorn drauf machen. Da habe ich hier von so einer Akustikmatte so eine Pyramide abgeschnibbelt. Die setzen wir jetzt da einfach oben gleich drauf. Da muss man gut einschmieren mit Pattex. Also bei den Sachen, wenn ihr hier so Matratzenschaumstoff benutzt, am besten immer Pattex benutzen. Heißkleber geht auch, aber ich muss sagen, es klappt nicht immer so gut. So. Das schmieren wir jetzt mal hier ein. Dann lassen wir das ein bisschen trocknen. Tun wir mal hier auf Seite erstmal. Ups, da fällt mir schon wieder alles runter, wie üblich. Ich muss erstmal hier so ein bisschen mehr noch was einfallen lassen, dass ich hier mir ein bisschen mehr Platz für Bauen irgendwie frei mache. So, mit dem Lötkolben müssen wir noch ein bisschen warten. Dann gucken wir mal. Schauen, ob wir schon mal Bleiband ein bisschen was machen können. Beziehungsweise lassen wir noch ein bisschen vorglühen. Wir machen noch ein bisschen was anderes, und zwar irgendwie fehlt mir hier echt der Platz. Hier mal hin. Ich brauche nämlich noch für den einen hier, da will ich nämlich so ein bisschen hier mit so eine leichte Schräge reinmachen hier. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So, das sieht doch schon mal gut aus. Hier weiß ich nicht, ob ich das noch ein bisschen breiter machen soll. Vielleicht mit dem Lötkolben nachher noch ein bisschen. Mal schauen. So.
kurz auf Seite legen. Dann können wir nämlich noch schnell mal mit dem Heißluft, ne, Heißluft nicht, mit dem Lötkolben hier drüber gehen. Oh ja, sieht gut aus. Da machen wir mal einfach so eine einfache Version. Da gehen wir einfach mit dem Lötkolben einmal drum rum. Dann haben wir nämlich hier auch so Bänder. Das sieht immer ein bisschen schöner aus. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Was man natürlich auch noch machen kann, ist hier so in die Rille rein noch Fliegengitter reinkleben, um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken. Aber dadurch, dass das hier relativ nicht so pompös ist, also so weit, lasse ich mal weg, aber kann man halt machen. Macht dann einen rechteckigen Streifen, der breit genug ist, und dann klebt er hier so einmal hier unten rein, ne? Also einmal hier quasi und dann nochmal hier so an dem Ding vorbei. Könnt ihr machen, aber bei dem jetzt, da passiert so schnell nichts. So, dann gucken wir mal mit dem Bleiband. Machen wir erstmal wieder hier so ein Stück. Gut verkleben, dann was abkühlen lassen. Das ist dann, damit ihr dann besser ziehen könnt. So, dann brauchen wir noch eine Heißklebpatrone. Dann habe ich ein bisschen hier so, ich sag jetzt mal hier so aus Dreiermatte mit dem Locheisen so ein paar Nieten vorbereitet. Ja. Jetzt gucken wir mal, dass wir das alles ungefähr so gleichmäßig da drauf kriegen. Jetzt müssen wir das Ganze noch mit dem Heißluft füllen oder mit dem Lötkolben glätten. So, dann lassen wir das Ganze noch im Moment abkühlen. Die Rohlinge sind soweit fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ne? Also, wie gesagt, wie ihr das Ganze danach gestaltet, ist eure Sache. So baue ich die Dinger halt. Wie gesagt, da kann man dann hier so in den Rillen kann man noch ein bisschen Fliegengitter reinmachen, wenn man das gegen abreißen, aber dadurch, dass die nicht so breit sind und das mit Batex gut klebt, dürfte eigentlich so schnell nichts passieren. Reißen kann man damit ja nicht so wirklich, also von daher kann man das gut machen. Wie gesagt, wenn ihr noch mal was sicherer machen wollt, gegen abreißen, könnt ihr halt so ein bisschen Fliegengitter da einkleben. Ja, müsst ihr dann halt an den Stellen nachher ein paar Schichten mehr drauf machen, dass man die Kontur oder die Textur von dem Fliegengitter nicht mehr sieht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal wieder einen Zweiteiler draus. Im nächsten Teil machen wir das Ganze dann mal wieder hübsch. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder ein bisschen für eure Sachen inspiriert. Danke auch übrigens wieder für die ganzen neuen Abonnenten. Freue mich riesig, geht richtig bergauf mittlerweile. Freut mich sehr. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes, ich weiß nicht, was haben wir jetzt, Pfingstwochenende, Pfingsten glaube ich. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Teil. Zwischendurch werde ich vielleicht auch noch die Schere, Schere und Zange habe ich auch fertig. Ich glaube, da mache ich ein kurzes Short für. Da muss man ja kein ganzes Video mehr für machen. Dann, wie gesagt, schönes Wochenende, schönen Feiertag. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.